Ich würde so gern wieder schreiben, endlich mein Buch fertig bekommen. Ich habe so wenig Zeit. Ich muss arbeiten, habe eine Familie und Freizeit will ich auch noch. Kommen euch diese Worte irgendwie bekannt vor? Denn das gleiche habe ich früher immer gesagt. Wie soll ich die Zeit fürs Schreiben eigentlich aufbringen? Wenn ihr ein paar Methoden kennenlernen wollt, für die auch ihr wieder Zeit fürs Schreiben findet, dann seid ihr genau richtig. Schreiben braucht viel Zeit und die meisten Autoren werden euch empfehlen, täglich zu schreiben. Ich persönlich bin der Meinung, dass es zunächst erstmal reicht, wenn man regelmäßig schreibt. Egal ob täglich oder wöchentlich. Deshalb möchte ich diese Prämisse verwenden, um euch Methoden zu zeigen, mit denen ihr regelmäßig einen Zeitblock frei bekommt und vielleicht sogar euren Alltag besser geregelt bekommt. Aber wo genau fängt man bei dem Ganzen eigentlich an? Ganz einfach, beim Wert unserer Zeit. Die eigene Zeit würdigen. Eines eurer ersten Argumente, warum ihr keine Zeit zum Schreiben findet, ist es wahrscheinlich, dass ihr Wichtigeres zu tun habt. Euer Traum vom Buch ist zwar auch etwas Wichtiges, aber es kommt irgendwie immer etwas anderes dazwischen. Hausarbeiten, Kinder abholen, der ganze Kram. Dinge, die nicht vernachlässigt werden wollen. Aber es gibt auch viele Dinge, die ihr vielleicht tut, die nicht so wichtig sind. Als ersten Schritt könnt ihr euch Gedanken darüber machen, welche dieser Dinge eigentlich eure Zeit nicht wert sein sollten. Wartezeiten, Probleme, die nicht eure eigene sind, Sorgen, all das nimmt uns Zeit weg. Deshalb solltet ihr im ersten Schritt wirklich darauf achten, dass ihr eure eigene Zeit auch würdigt, als etwas, das euch keiner nehmen sollte. Ihr braucht sie nämlich ganz dringend für den nächsten Schritt. Sammeln der Aufgaben. Eines eurer Probleme könnte es sein, dass ihr euch auf euren Kopf verlasst, wenn es darum geht, den Tag und eure Aufgaben zu planen. Vielleicht schafft ihr es nicht, das Schreiben unterzukriegen, weil euch täglich irgendetwas dazwischenkommt. Dinge wie Staubsaugen oder Wäsche aufhängen. Ihr kennt das klassische Sprichwort vom Mathelehrer. Ihr werdet nicht jeden Tag einen Taschenrechner in der Hose haben. Doch. Ihr braucht also für die Planung eurer verfügbaren Zeit euch nicht ausschließlich auf euren Kopf zu verlassen. Ich schlage euch mal Folgendes vor. Schreibt euch mal auf, welche Aufgaben ihr regelmäßig innerhalb einer Woche macht. Einkaufen, Staubsaugen, Wäsche waschen, der ganze Kram. Sammelt eure Aufgaben entweder auf Papier oder noch besser an einem PC. TickTick ist da zum Beispiel ein praktisches Tool, das ich benutze. Aber es gibt haufenweise Checklisten-Tools im Internet. Diese Tools können euch dabei helfen, euch besser daran zu erinnern, was ihr alles zu erledigen habt, wesentlich besser als euer eigener Kopf das kann. Vor allem dann, wenn sie eine Alarmfunktion haben. Wenn ihr eure ganzen Aufgaben aufschreibt, dann müsst ihr euch weniger Gedanken darum machen und habt euren Kopf frei für anderes, wie zum Beispiel Schreiben. Seitdem ich mit einer Liste arbeite und selbst die dämlichsten Dinge aufschreibe, wie zum Beispiel Zähne putzen, muss ich mir weniger Sorgen machen und bin wesentlich beruhigter. Und wie ihr sehen könnt, in meiner Liste kommt auch Schreiben vor. Okay, gut, es teilt sich den Platz mit YouTube, aber ich entscheide dann von Tag zu Tag, passt das jetzt gerade fürs Schreiben oder mache ich was anderes? Aber nur die Dinge aufschreiben reicht noch nicht ganz aus. Das Kleinmachen der Aufgaben. Vielleicht ist eines eurer Probleme, dass ihr vor einer Aufgabe sitzt und allein schon das darüber nachdenken oder das Versuchen, es anzufangen, euch überfordert. Natürlich ist eine Aufgabe wie mein Buch schreiben etwas gewaltig. Aber hier könnt ihr euch damit helfen, dass ihr eure Aufgaben runterbrecht. Wir sind viel besser darin, kleine Aufgaben zu bewältigen als große. Kleine Aufgaben sind wesentlich leichter zwischen reinzuschieben, leichter zu erfassen, zu verstehen, umzusetzen und wir sind auch wesentlich schneller zufrieden, dass wir etwas geschafft haben. Versucht mal eure Aufgaben runterzubrechen auf ein Paket, von dem ihr glaubt, dass es nicht länger als 30 Minuten dauert, es zu erledigen. Das mag nicht für alles funktionieren, aber zumindest für eure Schreibarbeit funktioniert das bestimmt. Die Aufgabe am Plot des ersten Kapitels arbeiten klingt wesentlich machbarer als von 0 auf 100 das gesamte erste Kapitel schreiben. Oder nicht? Aber nur eine Liste von kleinen, machbaren Aufgaben zu haben, reicht immer noch nicht aus. Planung. Vielleicht kennt ihr die Situation, dass ihr vor einer Wahl steht. Schreiben oder einen Abend auf der Couch. Recherche oder die Spülmaschine einräumen. Wir müssen täglich Entscheidungen treffen, ob wir etwas tun und wenn ja, wann. Eure Liste hilft dabei nur, wenn sie euch diese Entscheidung abnehmen kann und dafür muss sie geordnet sein. Vielleicht habt ihr Dinge, die im Notfall zu vernachlässigen sind, Dinge, die höchste Priorität haben und Dinge, die zu einem ganz gewissen Zeitpunkt passieren müssen.
Hier kann euch ein Tool wesentlich besser helfen als Papier. Geht durch euren Tag durch und überlegt euch, wann genau glaubt ihr, was machen zu können. Gebt euren vorher gesammelten Aufgaben Datum, Uhrzeit und eine Priorität. Die Aufgaben zu priorisieren hilft euch dabei, diese Entscheidung schon vorab zu treffen. Wenn also zwei Dinge zeitlich miteinander kollidieren, dann könnt ihr schon vorab festlegen, dass die Kinder abholen wesentlich wichtiger ist als den Müll rausbringen. Ich habe dafür eine extra Liste, in der ich alles aufgelistet habe, was ich unter der Woche zu tun gedenke und die sich vor allem auch täglich wiederholen. Eine weitere Liste für Aufgaben, die sich allerhöchstens jährlich wiederholen und nochmal eine Liste für besondere Dinge. Der Vorteil von TickTick ist, dass ich eine To-Day-Liste habe, in der alle Aufgaben aus allen Listen, sofern ich ihnen ein Datum zugewiesen habe und eine Uhrzeit, aufgelistet werden in der Reihenfolge, in der ich sie abarbeiten möchte. Dieser Punkt mit der einen großen Liste ist essentiell, ansonsten kommt ihr mit ziemlicher Sicherheit mit den ganzen Listen durcheinander. Aber Planung ist auch nicht auf alles vorbereitet. Was machen wir also, wenn irgendetwas kommt, was wir nicht geplant haben? Dinge, die dazwischen kommen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, was ist mit Dingen, die ich nicht vorhersehen kann? Termine, die zwischen reinkommen, Post, irgendwelche Dinge, die mir irgendjemand sagt, dass ich tun soll. Auch hierfür gibt es ein Konzept, das euch helfen kann. Nehmen wir mal an, ihr bekommt eine E-Mail, egal welche. Und dann versucht ihr einfach mal Folgendes. Schritt Nummer 1, entscheidet, ob ihr überhaupt etwas tun solltet. Ist überhaupt eine aktive Handlung von euch notwendig? Wenn nicht, dann stellt euch die Frage, ob das, was da reinkommt an Informationen, für euch überhaupt interessant ist, ob es für euch wichtig ist. Wenn ja, legt es irgendwo ab an einem Ort, wo ihr alle euren wichtigen Informationen ablegt, die ihr aktuell zwar nicht braucht, aber vielleicht später einmal. Wenn nicht, raus damit! Wenn aber eine aktive Handlung von euch notwendig ist, fragt euch erst einmal, kann ich das in 3 Minuten machen? Wenn ja, tut's einfach. Es sind nur 3 Minuten. Wenn ihr aber die Aufgabe nicht innerhalb von 3 Minuten lösen könnt, fragt euch einmal, kann ich diese Aufgabe weitergeben? Wenn ja, gebt sie einer Person, die die Zeit dafür hat oder die vielleicht gerade nicht damit beschäftigt ist, ein Buch zu schreiben. Dies gilt auch für Dinge, die die Person eigentlich selber tun könnte. Lernt, Nein zu sagen. Das ist für viele sicherlich schwierig, aber notwendig. Ihr brecht keinem das Herz damit. Ihr enttäuscht auch niemanden und ihr müsst auch nicht immer die starke Person sein, die alles erledigen kann. Erinnert euch daran, dass eure Zeit wertvoll ist. Für euch mehr, als es für andere ist. Wenn ihr eure Aufgabe allerdings nicht weitergeben könnt, dann ist es Zeit, eure Planungsliste rauszuholen. Sucht euch eine Lücke in eurem Zeitplan und gebt der Aufgabe ein Datum, eine Priorität und eine Uhrzeit. Mit der Zeit werden euch diese Entscheidungen wesentlich einfacher fallen, vor allem wenn ihr versucht, möglichst nach dieser relativ einfachen Struktur zu arbeiten. Aber es gibt noch eine Sache, die ich vielleicht noch nicht beantwortet habe. Die Prokrastination überwinden. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auf die Idee kommen, was, wenn ich mich nicht an meine Liste halte? Was, wenn ich Pausen brauche, Zeit zum Nachdenken? Was, wenn ich unheimlich gut im Prokrastinieren bin? Zunächst muss man sagen, dass es einen großen Unterschied zwischen Pausen und Prokrastinieren gibt. Prokrastinieren bedeutet im Endeffekt nur, dass euch eine Aufgabe als zu schwer vorkommt und dass ihr lieber eine leichtere Aufgabe machen würdet. Oder keine Aufgabe machen würdet. Könnt ihr euch an einen der vorherigen Schritte erinnern? Das Kleinmachen der Aufgaben. Wenn ihr prokrastiniert, dann ist eine Aufgabe für euch zu groß, zu schwer, zu anstrengend. Nichts tun erscheint in der Situation dann in den meisten Fällen leichter. Fangt vielleicht mal damit an, eure Aufgaben noch kleiner zu machen. Und noch kleiner. So klein, bis ihr am Ende davor sitzt und euch denkt, warte mal, das kann ich ja sofort machen. Auf die Art und Weise kriege ich es in den meisten Fällen hin, mich dazu zu bewegen, wirklich mal was zu tun. Pausen sind etwas anderes. Sie sind notwendig, sie sind gut. Wenn euch alles überhand wird, dann nehmt euch wirklich Pausen. Pausen helfen euch dabei, euer Gehirn zu erholen. Ihr kriegt wieder neue Ideen, gerade wenn es ums Schreiben geht. Nehmt euch also eure Pausen und tragt sie vielleicht sogar einfach direkt in die Liste ein. Pausen müssen außerdem nicht nichts tun bedeuten. Pausen können auch so Dinge sein wie jemand, der joggen geht, weil sein täglicher Job zum Beispiel beinhaltet, dass er den ganzen Tag vorm Computer sitzt. Wenn Ablenkung euch hilft, euren Kopf klar zu bekommen, dann nehmt einfach das, packt sie zwischen die anstrengenden Aufgaben. Wenn ihr bis hierhin alle vorherigen Schritte erledigt habt, dann wird euch wahrscheinlich auffallen, dass in eurem Zeitplan Lücken drin sind. Vor allem, wenn ihr eine Kalenderfunktion habt, die in solchen Fällen recht praktisch ist. Nun kommt der vorletzte Schritt.
Eure Zeit zum Schreiben finden. Der letzte Schritt ist eure Zeit zum Schreiben finden. Wann könnt ihr am besten schreiben? Wann schreibt ihr am liebsten? Wann macht euer Hirn nicht mehr mit und ihr braucht eine Pause? Nehmt eure Aufgabenliste und schiebt die anderen Aufgaben so lange hin und her, bis ihr Blöcke frei habt, in denen ihr Zeit habt zum Schreiben. Bedenkt, dass nicht nur der Akt des Schreibens an sich dazu zählen sollte. So Dinge wie Plotten, Worldbuilding, E-Mails an Verlage schreiben, Korrektur, all das gehört zum Schreiben dazu. Selbst sich einfach nur irgendwo hinsetzen und mal in Ruhe über seine Geschichte nachdenken, ist Teil des Prozesses. Macht euch die Aufgaben so klein, dass sie in eben diese Lücken passen. Wenn euch jetzt auffällt, dass ihr absolut gar keine Lücke in eurem Zeitplan habt, dann gibt es eine Sache, die ich euch sagen werde und die wahrscheinlich hart klingt. Entweder ihr habt euch zu viel aufgehalst und müsst nochmal zurückgehen und ihr müsst wirklich darüber nachdenken, kritischer sein, welche eure Aufgaben können raus. Oder ihr seid wirklich aktuell einfach nicht in der Lage dazu, Schreiben als Hobby oder als Beruf zu betreiben. Das bedeutet nicht, dass ihr mit dem Schreiben aufhören müsst. Das bedeutet nicht, dass ihr euren Traum vollkommen aufgeben solltet. Es bedeutet nur, dass ihr etwas an eurer Lebenssituation ändern müsst, bevor ihr diese Zeit wirklich wieder frei habt. Den meisten von euch sollte es allerdings nicht so ergehen. In meinem Fall zum Beispiel finde ich immer wieder unheimlich große Lücken, in denen ich Zeit habe zu schreiben. Oder zumindest nachzudenken. Aber eine letzte Sache gibt es dann noch. Improve, Adapt, Overcome. Der letzte Schritt ist unheimlich wichtig. Ich selbst habe ihn früher vernachlässigt und das gesamte Konstrukt ist in sich zusammengefallen. Nehmt euch einmal in der Woche Zeit. Setzt euch an eure Liste ran und überlegt, welche Sachen passen nicht, welche Zeiträume stimmen nicht, welche Aufgaben kommen zu häufig, zu selten vor. Was muss umgeändert werden? Arrangiert neu und passt es immer auf eure derzeitige Situation an. Ohne diesen Schritt werdet ihr euch sehr schnell dabei wiederfinden, dass ihr einfach euch morgens hinsetzt, alles abhackt, weil ihr wisst, ja, passt schon oder mir egal. Setzt euch auch, wenn möglich, einen Alarm für eure Aufgaben, damit ihr besser mitbekommt, wann ihr eigentlich eine neue Sache anfangen solltet. Habt ihr allerdings bis dahin das alte noch nicht fertig? Nicht schlimm, verschiebt es oder erweitert beim nächsten Mal, beim wöchentlichen Updaten eurer Liste, den Zeitraum, den ihr eigentlich bräuchtet, um diese Aufgabe zu erledigen. An diesem Punkt, denke ich, sollte für die meisten von euch ein halbwegs gutes System entstanden sein, mit dem ihr immer wieder Zeitblöcke zum Schreiben frei bekommt. Auch wenn das System nicht für jeden von euch funktioniert, hoffe ich trotzdem, dass es euch geholfen hat. Falls ihr danach aber immer noch feststecken solltet, würde euch vielleicht ein Video zum Thema Schreibblockade helfen. Falls ja, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie einfach mit dazu. Oh, und wenn ihr weitere solcher Videos sehen wollt, dann wäre es vielleicht eine coole Idee, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch wenn ihr diesem Video ein Like geben würdet. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.